Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Ich zeige euch heute, wie man hier an dieser Corvette C3 die Zündung einstellt. Da sind verschiedene Sachen neu reingekommen, da ist ein neuer Vergaser draufgekommen und auch eine neue Zündanlage. Und der Verteiler muss jetzt vom Zündzeitpunkt korrekt eingestellt werden. Ich zeige euch jetzt mal, wie man das hier bei so einer Corvette macht. Da gibt es verschiedene Sachen zu beachten. Also ich habe hier unten an der Zündung bzw. am Motor, da habe ich die Kurbelwellenriemenscheibe, und an der Kurbelwellenriemenscheibe hat man hier ein solches Plättchen, meistens ein Metallplättchen mit Gradzahlen, mit so Zacken drauf. Und ich mache als erstes normalerweise eine Markierung auf die Kurbelwellenriemenscheibe. Dann nehme ich mir hier einen Marker in irgendeiner auffälligen Farbe. Ich habe jetzt hier so eine Chromfarbe, da mache ich mir hier auf die Nullmarkierung eine Markierung und mache auch meistens nochmal an das Plättchen hier an die Null eine Markierung, damit man das besser erkennen kann. Ja, ich habe jetzt hier einen solchen Balancer, da sieht man hier die 0 Grad Markierung, die markiere ich mit einem solchen Stift. Und da sieht man hier den äußeren Ring und auch den inneren Ring. Und man sieht dazwischen einen solchen Gummiring. Und da liegt auch die Problematik bei den Balancern. Dieser Gummiring, der wird natürlich durch die Temperatur und Kühlwasser und die Nähe zum Motor eben mit der Zeit spröde. Und dann kann das passieren, dass der hart wird und der die Verbindung verliert. Und dann kann sich dieser äußere Ring auf dem inneren Ring verdrehen. Und dann stimmt hier diese Markierung an der Stelle nicht mehr mit der korrekten Position hier von dem Keil an der Kurbelwelle. Das heißt, die Markierung für 0 Grad stimmt nicht mehr mit der tatsächlichen 0 Grad Position des Motors überein. Das heißt, das ist etwas, was man unbedingt kontrollieren muss, weil sonst stellt man die ganze Zündung nach einem falschen Wert ein. Und das kann man durch verschiedene Methoden machen. Also die eine Methode ist einmal, man nimmt sich hier ein solches Endoskop. Die sind jetzt auch nicht mehr so teuer. Das kann man sich einfach nehmen. Da hat man hier eine kleine Sonde, und mit dieser Sonde, die hat dann auch eine Beleuchtung, kann man dann in das Zündkerzenloch vom Zylinder 1 reingehen. Das heißt, da muss man ein bisschen fuddeln, dass man da reinkommt. Und dann sieht man hier auf dem Bildschirm von diesem Endoskop gleich das Zündkerzenloch, wenn ich das finden sollte. Doch, hier ist es. Da sieht man vielleicht die Gewindegänge von dem Loch. Ich bin jetzt gerade mal am Umschalten. Da kann ich noch zwischen der vorderen und seitlichen Kamera umschalten. Das klappt jetzt gerade nicht. Man sieht jetzt ganz schlecht hier den Kolbenboden. Da sollte man sich am besten das Ganze auf den Rand des Kolbenbodens Kamera setzen, dass man hier den Rand sehen kann. Und wenn man dann wenn man jetzt einen Schalter hat, kann man einen hohen Gang einlegen, zum Beispiel bei der Corvette jetzt einen 4. Gang, und dann schiebt man das Auto ganz leicht vorwärts und rückwärts und kann dann diese Kante beobachten, wie dieser Kolben leicht hoch und irgendwann den oberen Todpunkt erreicht und wieder runter geht. Und dann schiebt man das wieder in die andere Richtung und kann so genau den Nullpunkt erreichen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, muss man ein paar Mal das Ganze machen, und dann hat man ungefähr das Gefühl, wo genau diese Grenze ist, wo dieser Punkt erreicht ist, wo der Kolben eben gerade so oben ist und dann kurz vorm wieder runtergehen ist. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sich sicher sein, dass man tatsächlich den OT hat, und kontrolliert dann, ob das eben mit der Markierung auf der Kurbelwellenriemenscheibe übereinstimmt. Es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, und die erkläre ich euch jetzt. Ja, die zweite Möglichkeit ist hier ein sogenannter Kolbenstopper. Das ist ähnlich wie eine Zündkerze, die aber an der Spitze hier so eine Art Gumminippel hat, und die schraubt man dann anstelle von der Zündkerze in Zylinder 1 ein. Und wenn dieses Teil dann eingeschraubt ist, dann hat der Kolben natürlich oben einen Anschlag, und der möchte dann hochgehen und stößt dann hier gegen diesen Gummideckel, und dann markiert man sich genau diese Position auf der Riemenscheibe, macht da dann eine Markierung, bis wohin der Motor gelaufen ist, und dreht den Motor dann durch Zurückschieben oder mit der Ratsche rückwärts genau in die andere Richtung wieder gegen den Kolben. Das heißt, man macht dann genau diese Bewegung einmal nach unten und wieder dagegen. Und wenn man dann die beiden Markierungen hat, dann kann man genau die Mitte davon nehmen
und das ist dann OT. Also das ist auch sehr genau, wird auch sehr gerne so gehandhabt. Also ihr könnt beide Varianten wählen, um das zu testen. Letztendlich geht es ja nur darum zu kontrollieren, ob die Markierung auf der Riemenscheibe noch korrekt ist. Und dann kann man mit dem eigentlichen Einstellen des Zündzeitpunkts beginnen. Ja, um den Zündzeitpunkt abzublitzen, braucht ihr hier so ein Timing Light, eine Zündzeitpunktpistole mit einer Induktionsklemme. Und die Induktionsklemme, die legt ihr dann um das Zündkabel vom ersten Zylinder, und über Induktion wird dann, sobald dort ein Zündfunke generiert wird, ein Signal über die Leitung geschickt wird, hier auch hier vorne über diese Stroboskoplampe ein Licht ausgesendet. Und wenn man jetzt den Motor startet, dann sieht man immer den Punkt, wenn die erste Zündkerze zündet, statisch auf der Riemenscheibe, auf dem Balancer, und kann dann den Zündzeitpunkt genau erkennen und auch verändern, indem man dann hier den Verteiler verdreht. Und hierüber kann man dann, wenn man dann den Verteiler nach links und rechts dreht, den Zündzeitpunkt verändern, weil man dadurch die Kappe in Relation zu dem Finger verdreht und dann der Finger zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt an die Kontakte in der Kappe stößt. So, ich starte jetzt mal den Motor und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Man hat jetzt hier auf der Pistole einmal die Drehzahl stehen. Und wie man sieht, fängt die jetzt hier auch an zu blitzen. Und ich halte die jetzt mal hier auf die Riemenscheibe. Und ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann, aber die blitzt jetzt ziemlich genau auf 0 Grad. Und ich fange jetzt mal an, hier den Verteiler zu drehen. Ich werde den jetzt mal in Richtung Früh verstellen. Man hört auch, die Drehzahl verändert sich. Und jetzt kann man noch mal sehen, der Zündzeitpunkt wandert jetzt auch in Richtung Früh. Wir haben jetzt ungefähr 10 Grad, 8 Grad, 10 Grad. Jetzt ca. 12 Grad Frühzündung. Achte dabei auch, also das ist jetzt das nennt sich Initial Timing. Da ist auch jetzt der Unterdruckschlauch abgezogen. Also der Unterdruckschlauch ist jetzt nicht auf der Dose drauf. Wenn ich dem jetzt noch Unterdruck gebe, geht der Zeitpunkt weiter in Richtung Früh. Gemessen wird aber ohne die Unterdruckdose. Und ich mache jetzt noch einen weiteren Test, und zwar werde ich jetzt die Motordrehzahl erhöhen auf ca. 3.500 Umdrehungen. Dann ist die Fliehkraftverstellung maximal drin, und dann sollte so ein Small Block Motor normalerweise nicht über 36 Grad Frühzündung kommen. Dafür kann man hier diese Zündzeitpunktpistole auch einstellen. Also das ist jetzt eine einstellbare Pistole. Die kann ich jetzt auch einstellen, dass die bei 36 Grad das Ganze schon umrechnet und mir dann den Blitz bei der 0 Grad Markierung macht. Die Bildwiederholfrequenz von der Zündpistole und der Kamera, die überschneiden sich hier leider. Deswegen kann man das nicht so eindeutig hier auf den Videobildern sehen. In Wirklichkeit sieht man aber tatsächlich den weißen Strich, wie er eben wandert, und der dann genau auf die 0 Grad Markierung abgeblitzt werden muss.
Ja, wenn ihr den Verteiler dann richtig eingestellt habt und das Ganze so bei 36 Grad blitzt, bei 3500 Umdrehungen, dann lasst ihr das Ganze nochmal auf den Leerlauf zurückkommen und schaut nochmal, ob das sich dann im Leerlauf so zwischen 8 und 14 Grad wird sich das ungefähr einpendeln. Dann müsste die Zündung grundsätzlich erstmal grob stimmen und ihr könnt mit dem Wagen fahren und dann macht ihr eine Probefahrt und testet nochmal, wie sich der Wagen eben so auf der Straße verhält, ob es irgendwo zu Klingeln, also extremer Frühzündung kommt. Ja, das war ein kurzes Video zu dem Thema. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt auch was dabei gelernt. Abonniert den Kanal, schaltet beim nächsten Mal wieder ein beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.